Der lebende Beweis, dass Rita sehr wohl noch in eines unserer Montagelöcher hineinkommt, obwohl sie selbst von sich sagt, dass es immer schwieriger wird. Hier den Bauernhof hat sie schon ein paar Mal runtergerissen, aber es geht sich aus. Herzlich willkommen zurück bei unserem kleinen Stadtprojekt, liebe Freunde. Rita ist ganz aus dem Häuschen, denn sie muss euch was Neues zeigen. Zuerst mal kurz, wir sind im hinteren Bereich der Innenstadt, hinter dem Einkaufszentrum und der Baustelle, die auch immer cooler wird. Da haben wir nämlich jetzt sogar schon wieder ein paar mehr Baumaterialien und so Kisten und Werkzeuge montiert. Das zeigen wir euch auch wieder mal. Aber sogar so schöne Mauersteine. Ich will ja nicht sagen... Ja, jetzt sind wir schon fast ein bisschen verschwenderisch unterwegs, aber ja, die waren sogar bei dem Set dabei, glaube ich. Also das Baugerät hat dieses Set, diese Geschichten mit dabei gehabt, aber um die Baustelle geht es heute nicht. Es geht um den Bereich rund um die Baustelle. Vielleicht könnt ihr euch noch erinnern, hier war ja noch ein bisschen ein Durcheinander in der letzten Zeit. Wir haben jetzt Folgendes gemacht und Rita geht dann ins Detail. Zuerst mal, hier sind alle Gehsteige jetzt gefliest. Ich gebe die Kamera dann gleich weiter. Das Einzige, was noch fehlt, sind die weißen Fliesenteile. Die sind bei Lego Steine und Teile jetzt schon seit fast, ich glaube, 2,5 oder 3 Wochen bestellt, aber noch nicht gekommen. Ja. Und wir haben die Kurven benutzt, um hier, die lassen wir natürlich nicht ungenutzt, hier so Foodtrucks aufzustellen, denn hier auf der Baustelle arbeiten ja so viele Arbeiter und die wollen alle in der Mittagspause was futtern gehen. Hier haben wir jetzt diesen Pizzatruck aufgestellt mit ein paar Stehtischen. Warum lachst du? Entschuldigung, aber ich habe mir gerade die Radfahrer angesehen und irgendwie sehen die jedes Mal noch schlechter aus, wenn ich die ansehe. Ich weiß nicht, warum den zweiten, der hängt über der Lenkstange. Ich weiß nicht, aber das war deine Mutter, die die Radfahrer so montiert hat, dass sie gesagt hat, man kann die nicht normal auf das Fahrrad setzen, sonst sieht das nicht aus wie bei der Tour de France. Es tut mir leid, und jetzt liegen die so komisch auf den Fahrrädern drauf. Das müssen wir irgendwann mal berichtigen. Also da steht mehr nicht. Ich weiß nicht, warum die eigentlich noch immer so sind. So lustig. Aber richtig. Wie gesagt, ein Pizzatruck, wo ein paar Leute zum Mittagessen heute. Aber da gibt es gar keine Pizza. Das müssen wir auch noch nachreichen. Und da müssen wir noch ein bisschen nacharbeiten. Ja, ich habe dich beauftragt damit, dass hier noch ein paar Figuren zu platzieren sind. Das ist noch nicht geschehen, aber das kommt noch. Ja. Und hier auf der anderen Seite sieht es jetzt folgendermaßen aus, und zwar haben wir hier diesen Burger Monster Truck platziert, wo jetzt extrem viel los ist, denn es ist gerade Mittagszeit. Genau. Und alle Bauarbeiter kaufen sich einen Fischmeck, der hinten in der Fischfabrik produziert wurde, jedenfalls das Fischstäbchen dazu. Genau, und falls ihr euch erinnert, wir hatten ja hier die Situation, dass die Leute über die Straße gestanden sind bis hier rüber zu diesem Monster Truck. Und wir haben uns jetzt entschieden, dass wir den hier hinstellen, weil irgendwie war das, keine Ahnung, es war nicht ganz so harmonisch dann hier mit dem Burger Truck. Ja, hier war ja dann auch noch die Tuning-Werkstatt und dieses komische, halb abgerissene Gebäude. Genau. Und irgendwie hat uns das immer nicht ganz so gut gefallen, deswegen haben wir uns gedacht, wir stellen das einfach hier herüber, was ja viel weniger Platz braucht und die Leute stehen wenigstens nicht über die Straße und behindern unsere Superradfahrer nicht. Ganz richtig, also das war nicht ganz so ideal vom Platz her. Der Burger Truck war ja nach hinten ausgerichtet, das heißt, den hat man überhaupt nicht gesehen. Genau. Und irgendwie ist hier so eine, weiß ich nicht, ein toter Winkel entstanden, wo nicht viel los war und wir wussten überhaupt nicht, was wir hier mit dem Platz machen sollten, denn wir wollten den Science Tower auf jeden Fall hinten offen lassen. Das ist ein Gebäude, was uns vom Innenleben her so gut gefällt. Wir haben da auch ein Video dazu gemacht. Wenn ihr wollt, könnt ihr das noch anschauen. Da sind so viele tolle Details drin und deswegen wollten wir zum Beispiel hier jetzt kein Modular-Building hinstellen, weil dann würde man nicht hineinsehen. Genau. Das heißt, auf dieser Seite, das geht sich wirklich haarscharf aus, ist jetzt die Tuning-Werkstatt neben diesem Abbruchhaus, wo irgendwie, ich weiß nicht, zerlegt der Typ das oder baut der es wieder auf? Ja, oder er sperrt es gerade ab, dass keiner rein darf. Weißt du, was ich meine? Kann natürlich sein, dass hier die Leute ausgezogen sind, weil es ihnen zu laut war neben der Baustelle. Neben dem und jetzt ärgern sie sich bestimmt und neben dem Burger, weil hier jetzt ein toller, großer Park entsteht. Stimmt. Ihr habt uns ja schon öfter mal gefragt und gesagt, dass ihr gerne einen großen Park haben wollt. Wir haben zwar in unserer Stadt
immer wieder so kleine Parkanlagen, wo Bäume und auch Blumen verbaut sind, aber irgendwie nichts Großes. Und da haben wir uns gedacht, das würde hier jetzt wirklich gut reinpassen. Genau. Und da gebe ich die Kamera jetzt mal an Rita weiter, weil die hat hier die Regie übernommen. Naja, ich habe es versucht. Falls ihr euch übrigens fragt, was das für ein Baum ist, ja, ich habe mich da gestern ausgetobt. Ich wollte nämlich so einen coolen großen Baum hierher bauen und irgendwie hat das nicht ganz so funktioniert und es sind sehr viele illegale Bautechniken hier verbaut. Deswegen, ich werde den nochmal überarbeiten müssen. Wir haben sogar schon braune Teile bestellt, dass wir den Stamm und auch die Äste noch ein bisschen aufmöbeln können. Genau. Ich habe nämlich diesen Bonsai-Baum gesehen, der jetzt dann neu ist und habe mir gedacht, ich möchte das eigentlich so ähnlich haben, dass hier in der Mitte quasi so eine uralte, was weiß ich, Eiche oder keine Ahnung welcher Baum ist und habe mir dann gedacht, dass ich das schnell so ähnlich baue, aber das hat nicht ganz so funktioniert. Aber egal. Auf jeden Fall möchte ich gerne einen riesigen Baum hier in der Mitte hingeben. Was ich auch gerne möchte, deswegen habe ich das hier ein bisschen freigelassen. Hier seht ihr, habe ich die graue Platte mit grünen Teilen überbaut. Aber ich möchte gern irgendwie einen Weg pflastern durch diesen Park, denn die Leute sollen ja nicht einfach durch die Wiese latschen, sondern sie sollen ja auf den Weg gehen. Und was ich auch noch möchte, ist irgendein Wasser. Ja, ich habe auch irgendwie, übrigens... Ja. Der lebende Beweis, dass man auch zu zweit ohne weiteres in unseren Montagebuchten stehen kann. Es ist Platz genug. Gut. Aber ich möchte auch gerne hier irgendeinen kleinen Ententeich, vielleicht mit ein paar Fröschen und so genau. Schilf oder so. Das würde sich vielleicht anbieten hier in irgendeiner dieser Ecken. Hier haben wir ja noch einen Ausgang. Ja, ich habe mir zuerst überlegt, ob ich den nicht als Kirschbaum mache, Kirschblütenbaum oder so, wie man das sagt, und dann quasi so ein chinesischer Garten. Aber der Christoph hat mich darauf hingewiesen, dass ja von Ninjago sowas Ähnliches rauskommt vielleicht. Irgendwie. Ja, die Ninjago City Gardens und es kommt ja auch von diesem chinesischen Neujahrsset oder wie die heißen, kommt ja auch so ein Garten raus. Den werden wir zwar eher, glaube ich, bei der Ninjago City hinten platzieren, weil ich mir das denke, aber hier... Vielleicht, dass wir dann hier eben keinen chinesischen Garten machen, sondern einen... Europäischen Garten. Ja, man kann ja trotzdem hier vielleicht irgendwo einen kleinen Pavillon aufstellen mit vielen Parkbänken und vielleicht auch ein bisschen, weiß ich nicht, ich denke da so an diverse Parks, wo wir oft sind, da ist auch so vielleicht mit einem kleinen Spielplatz, aber das muss nicht sein. Wie oder bei so. Sound of Music, ein Park, ein Pavillon. Zum Beispiel, ja, genau. Oder hier ein kleines, wenn hier ein bisschen was erhöht ist, vielleicht, dass eine Rutsche für Kinder runtergeht oder sowas. Also wir haben da ein paar ganz nette Vorschläge. Übrigens sehe ich gerade, dass die Platte vom Science Tower extrem staubig ist. Ich weiß nicht, wo die rumgelegen ist, dass die so staubig ist. Da werden wir, denke ich mal, relativ bald mal ein Putzvideo machen, wo wir euch zeigen, wie wir die Lego-Stadt putzen. Das wird sich hier nämlich anbieten. Irgendein Auto ist auch sehr dreckig, habe ich zuerst gesehen. Da werden wir schauen. Das sind zum Teil Steine, die ja schon in der alten Lego-Stadt gestanden haben und ja, die haben wir zwar alle entstaubt oder wir haben es versucht, aber hat offensichtlich nicht ganz geklappt. Egal, heute geht es um den Park. Also wir haben ja auch viele von diesen runden Tiles und Plates gekauft, wie zum Beispiel hier bei dieser Forstpolizei. Genau. Das würde sich dann also anbieten, dass man hier so einen kleinen Fußweg durchbaut und das ganz nett gestaltet. Vielleicht gibt es ja noch andere Ideen, was wir da machen könnten. Genau, den Zaun werden wir auch noch ein bisschen schöner machen hier oben. Wir haben ja so goldene Jumper Plates gekauft, die werden wir vielleicht hier noch anbringen. Ja. Und dann wird der Park hoffentlich ein echtes Schmuckstück. Ich habe auch schon gedacht, vielleicht, dass wir hier teilweise bei den Mauersteinen noch so Moos runterwachsen lassen, dass das so ein bisschen verwachsen ist zum Teil. Sehr gut. Es muss auf jeden Fall schön gemacht werden. Das ist die Devise. Genau, es soll einfach zum Erholen da sein. Und ich denke mir, beim Science Tower ist es ja schon recht nett gestaltet. Und das soll irgendwie nett weitergehen.
Genau, hier haben wir sogar auch so einen kleinen Bach, genau, der aber hier, ich weiß nicht, irgendwie in die Kanalisation abfließt. Ja. Also da müssten wir ein bisschen mehr umbauen. Mal sehen, ob wir das machen. Ich habe hier eigentlich irgendwie an einen Teich gedacht. Aber ja, mit Babyenten. Mal sehen, vielleicht fällt uns da auch noch was ein oder ihr habt irgendwie einen Vorschlag dafür. Also es ist vom Platz her doch sehr ansehnlich. Es sind fast 3,5 Bodenplatten, die wir hier haben. Ja. Und da kann man sicher was draus machen, was Tolles. Auf jeden Fall. Also bitte in die Kommentare, bitte schreibt Babyenten hinein. Und, ich weiß gar nicht, ob es von Lego überhaupt Babyenten gibt, aber gut. Dann bitte Lego, wir wollen Babyenten. Und, ach, das wäre doch so süß. Naja, gut. Und dann, vielleicht gibt es, weil ich gerade hier drüben den Vogel, was auch immer das ist, den Schwan sehe, vielleicht gibt es ja auch Creator-Babyenten. Wir beenden das Video jetzt, glaube ich, weil sonst kommt Rita auf noch komischere Ideen. Aber stimmt, vielleicht könnten wir ja sogar irgendwelche Vögel aus Teilen bauen. Das wäre auch ganz nett. Übrigens, hier sieht man auch wieder mal eine neue Perspektive von unseren Fußballsets. Die haben wir, glaube ich, auch noch nicht hergezeigt. Bei fast jedem Video kommt da irgendwas Neues dazu. Ja, wir werden jetzt mal auf eure Kommentare warten und dann beginnen wir. Vielleicht putzen wir zuerst noch diesen Science Tower hier. Das ist so schrecklich. Und dann schauen wir, was wir aus unserem Park machen. Genau. Ich freue mich schon auf die Babyenten. In dem Sinne, baut Babyenten aus Creator-Teilen oder wenn ihr bei Lego arbeitet, vielleicht kreiert ihr bitte Babyenten. Und dann sehen wir uns ja hoffentlich bald wieder. Ja, dazu sage ich gar nichts mehr. Heute kein Abschlusswort bezüglich Eisenbahnen oder Zügen, weil das würde das Ganze nur weiter ins Lächerliche führen. Aber ihr wisst, was ich meine. Und dann sehen wir uns hoffentlich demnächst mal wieder bei einem neuen Video von uns beiden. Auf jeden Fall. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.